Im heutigen Video bin ich im Großraumverkehr Hannover unterwegs. Wir testen den TRI-Ersatzzug, der auf der S-Bahn-Linie 4 von Bennemühlen nach Hannover fährt. Wir fahren in der ersten Klasse und danach machen wir eine Pause in der Deutsche Bahn Premium Lounge und lassen uns dort richtig verwöhnen. Zum Schluss teste ich noch die normale Transdev S-Bahn Linie S2 von Hannover nach Neustadt. Es ist ein Flirt 3XL. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Bennemühlen. Das ist die Endstation der S-Bahn-Linie 4 von Hannover, im Norden von Hannover. Denn heute habe ich ein ganz besonderes Video, ein Zeitreisevideo, weil hier fährt nämlich gerade nicht der moderne Stadler Flirt, der von Transdev, der S-Bahn Hannover, betrieben wird. Die haben, glaube ich, leider gerade keine Fahrzeuge oder keine Fahrer. Und stattdessen fahren hier alte N-Wagen. Und diese N-Wagen werden gefahren von der Firma TRI. TRI steht für Train Rental GmbH, also Zugvermietungs GmbH. Und die Transdev, also der Betreiber der S-Bahn Hannover, lässt jetzt die S-Bahn Linie 4 von TRI befahren. Und das schauen wir uns gleich mal an. Weil die N-Wagen sind für mich was ganz Besonderes, weil ich damit groß geworden bin. Und so sieht es hier in Bennemühlen aus. Wenn wir weiter nach Norden fahren, kommen wir nach Lindwedel, Schwarmstedt, Soltau. Aber hier fährt halt nur die S-Bahn 4. Man kommt nur von Mellendorf, einem Bahnhof vor Bennemühlen, weiter in Richtung Norden. Und so sieht es hier aus. Hier ist nicht so viel los. Schön ruhig hier. Wisst ihr überhaupt, wofür die Bezeichnung N-Wagen steht? Also ich wusste es nicht, weil dieser Text ist unglaublich lang. Er kommt jetzt. N steht für Nahverkehrswagen mit einer Länge von mehr als 24,5 Metern. Großraum mit Mittelgang in der zweiten Klasse, in Klammern 12 fiktive Abteile. Mittel- oder Seitengang in der ersten Klasse, 2 Mitteleinstiege, geeignet für Wendezugbetrieb. 36-polige Steuerleitung. Das muss man doch wissen, nicht wahr? Ja, jetzt habt ihr die offizielle Definition für N-Wagen der Deutschen Bahn gehört. Hier sehen wir es nochmal, Bennemühlen. Und jetzt schauen wir uns die einzige Anzeigetafel am Bahnhof Bennemühlen an. Sogar mit Warnung, Vorsicht, Glätte. Der Plan ist es, die S4 um 11:21 Uhr zu nehmen, weil dann meine Freunde auch da sind. Gehen wir nochmal zum Wartebereich. So sieht der Wartebereich in Bennemühlen aus. Man hat hier noch einen Fahrkartenautomat. Oh, wie cool. Sogar am Fahrkartenautomat erkennt man, wann der nächste Zug abfährt. Und ein Liniennetzplan. Da oben ist Bennemühlen und wir fahren einmal zum Hauptbahnhof nach Hannover. Da kommt sie. Die S4 aus Hannover, um gleich wieder nach Hannover zu fahren. Und da sind die N-Wagen. Wunderbar. Haha. Zweite Klasse. Erste Klasse. Schön. Hinein mit mir. Hier kommt noch ein Überblick über die heutige Route. Wir starten in Bennemühlen, dem nördlichsten Teil des Großraumverkehrs Hannover, und nehmen von dort die TRI S4 mit den alten N-Wagen zum Hauptbahnhof Hannover in der ersten Klasse. Dann machen wir eine kleine Pause in der Deutsche Bahn Premium Lounge und nehmen dann die S2 in Richtung Nienburg bis zu meinem Endhaltepunkt Neustadt am Rübenberge. Da ist das Finale. Auch hier nehmen wir die erste Klasse. Ich muss die Tür selber öffnen. Ah, yeah! So, schauen wir uns erstmal die zweite Klasse an. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Der Zug steht ja noch ein bisschen. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Einmal Sitztest. Ja, Sitze sind gut. Gefallen mir. Wunderbar. Sehr schön. Und los geht's. TRI, First Class, zahlungspflichtig. Ja, ich habe ein Erste-Klasse-Ticket. Und hinein. Ah, es sind leider keine Abteile. Wie schade. Aber das ist ja riesig, so viele Erste-Klasse-Sitze.
Hammer. Yeah, man kann die Jacke aufhängen. Und es wird noch besser. Da bin ich. Ein Spiegel, wie cool. Ein Thermostat auf voller Pulle. Es soll ja kuschelig warm sein. Hier gibt es sogar ein kleines Abteil. Für 5 Personen. Yeah. Einmal zumachen bitte. So sehen die Sitze in der ersten Klasse aus. Wunderbar bequem. Ja, Sitzbreitetest brauchen wir eigentlich gar nicht machen, weil das Ding so riesig ist. Hier, da ist der nächste Sitz. Ganz weit weg. Ich habe noch was gefunden. Okay, hier ist erstmal ein Haken für Jacken. Und das kleine 5er-Abteil hat sogar seinen eigenen Thermostat. Beziehungsweise nennen wir es Temperaturregler. Aber ich möchte gerne im Großraumabteil sitzen. Hier im schönen Vierer. Mit Vorhängen, Gepäckablage und das Highlight ist natürlich das hier. Moment, da braucht man wohl mehr Hände für. Mit 2 Händen geht auch das Fenster runter. Ui, mit einer Hand ist es sehr unhandlich. Wow, dass ich das nochmal erleben darf, ein Schiebefenster. Und wir sehen hier einen wunderschönen Tisch, wo wir dann auch Getränke hinstellen können. Ein Abfalleimer. Hier ist nochmal das schöne TRI-Polster. Ich sitze jetzt aufrecht, aber man kann das Sitzpolster noch nach vorne ziehen. Aber wie? Aha, jetzt habe ich es mit Gewalt. Naja, ein bisschen tiefer sitze ich. Ja, hier kann man es gut aushalten. Es ist übrigens richtig kuschelig warm. Jetzt haben wir ja die Sitze kennengelernt und den Aufbau des Waggons. Jetzt wollen wir mal nach Features suchen. Ich habe mal nach WLAN geschaut. WLAN haben wir leider nicht. Ja, technische Features haben wir leider gar keine. Es gibt auch keine Steckdose. Also falls ihr viel am Handy seid, ladet eure Geräte vor der Fahrt bitte auf, wenn ihr mit einer TRI-Ersatzbahn fahrt. Und hier sind ja die Dreierbänke, ist ja wie im Flugzeug. Aber das Lustige ist, wenn man sich hier auf die Dreierbänke setzt, dann hat man auch einen Tisch. Aber da die Sitze so breit sind, ragt man nicht zum Nachbarn rüber. Und ihr seht, da kommen meine Füße. Ich habe gigantisch viel Beinfreiheit. Ach, hier ist noch was anderes Gesticktes. Einfach nur eine 1. Sieht aber auch schön aus. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen betagter. Diese N-Wagen-Waggons wurden nur bis 1980 gebaut. Und wir haben jetzt 2026. Da könnt ihr euch ja ausrechnen, wie alt die Teile wirklich sind. Hier oben ist eine Anzeige. Aber sie ist leider nicht an. Dann ist sie eine Auszeige und keine Anzeige. Hahaha. Also dafür, dass TRI keine digitalen Anzeigen hat, haben sie aber eine wunderbare gedruckte Anzeige, wo wir denn lang fahren. Wir sind gerade hier und wir fahren einmal zurück nach Hannover. Und hier sehen wir nochmal das Schild in der Tür. Wir pendeln von Hannover nach Bennemühlen und zurück. Wir müssen den Sound der alten Türen mitnehmen, wenn sie schließen. Aber warum fahren wir nicht los? Ist doch schon 51. Ach, wer hätte es gedacht? RB38 aus Soltau hat mal wieder dafür gesorgt, dass wir zu spät losfahren. Das ist tatsächlich Tagesordnung in Bennemühlen. Sehr geehrte Fahrgäste, die Abfahrt verzögert sich noch um einen kurzen Moment aufgrund der Vorfahrt eines verspäteten vorausfahrenden Zuges. Da war der Pfiff. Bam! Das war laut. Ausfahrt aus Bennemühlen. Geschätzte Fahrgäste, guten Mittag. Das Zugteam begrüßt Sie an Bord dieses Zuges der Linie S4 auf seinem Weg nach Hannover Hauptbahnhof mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Die TRI Train Rental in Kooperation mit der Transdev SBH S-Bahn Hannover waren für die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen LNVG. Yay! Los geht's! Die N-Wagen sind bis maximal 140 km/h zugelassen. Ich schaue jetzt einfach mal, wie schnell wir denn auf unserer Strecke fahren dürfen. Also wir haben hier die Route Wedemark,
einmal runter nach Hannover mit maximal 120 km/h. Also TRI macht den Job richtig, richtig gut. Sofort 2 Minuten nach Abfahrt kam der Kontrolleur und hat mein Ticket kontrolliert. Wunderbar, weil ich muss ja ein spezielles Erste-Klasse-Ticket haben, ansonsten dürfte ich hier ja nicht sitzen. Natürlich gilt auch in dem TRI-Zug, wie in der S-Bahn Hannover, Alkoholverbot. Deswegen stoßen wir jetzt mit einem anderen alkoholfreien Getränk an. Prosit auf eine wunderbare Nostalgie-N-Wagen-Zugfahrt. Der macht schon ordentlich Kette, der beschleunigt richtig gut. Okay, er hat ja auch nur 3 Waggons und die Lok hat ordentlich Power. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Bahnhof, Bissendorf. Ist schon schön hier. Und jetzt wird ordentlich abgebremst. Also der Lokführer hat ordentlich Spaß. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob die Lok vorne oder hinten ist. Und er bremst ganz stark. Aber dass der Zug so schnell abbremst, beeindruckend. Bissendorf. Oh nein. Auf dem Nebengleis ist der N-Wagen mit den Erste-Klasse-Abteilen, wo man ein Bett bauen hätte können. Schade, den hätte ich auch gerne genommen. Ja, wir können die Geschwindigkeit messen. Werden wir unsere 120 km/h Höchstgeschwindigkeit sehen? 117, 119, 120. Er fährt sogar noch schneller. Anscheinend gilt die Beschränkung nicht auf 120 für ihn. 125. Und so sehen 125 km/h in den alten N-Wagen aus. Es kommt einem unglaublich schnell vor, auch wenn wir verhältnismäßig langsam sind. Aber er ist recht ruhig. Man kann das schon sehr genießen. Hier unten seht ihr die alte Heizung. Also die ist auf voller Pulle. Die ist richtig heiß. Wenn ich hier gegenkomme, wird es warm. Gerade kam noch mal ein TRI-Mitarbeiter und hat gesagt, Fenster zu, es ist Januar. Also im Winter möchte man gerne die Wärme behalten. Was aber ein bisschen ironisch ist, dass die Türen einfach offen stehen gelassen werden, wenn man im Bahnhof ist. Weil wir haben ja vorhin gesehen, als ich auf die Ausfahrt gewartet habe, da standen die Türen offen. Die zweite Klasse ist mittlerweile komplett voll. Aber mein Kumpel und ich, wir haben die erste Klasse für uns alleine. Nach dieser TRI-Fahrt habe ich noch einiges für euch geplant. Es geht nämlich danach in die DB Premium Lounge am Hauptbahnhof in Hannover zum Mittagessen. Und danach kommt dann die Transdev Flirt 3XL S-Bahn, also die moderne S-Bahn. Ich bin gespannt, welche euch besser gefällt. Wir erreichen jetzt Langenhagen-Pferdemarkt. Von hier aus könnt ihr in die S5 umsteigen, um zum Flughafen zu kommen. Und wir bremsen hart. Langenhagen-Pferdemarkt ist jetzt nicht so optisch ansprechend, würde ich mal sagen. Hier sehen wir es nochmal. Vorfahrt eines anderen Zuges, das war RB38 aus Soltau. Und wir werden mit circa 5 Minuten Verspätung in Hannover ankommen. Weil wir sind mittlerweile ja auch schon auf halber Strecke in Langenhagen-Mitte. In Langenhagen-Mitte habt ihr Anschluss an den Metronom. Und hier seht ihr schon mal, wie ich das Ticket gebucht habe. Ich fahre von Bennemühlen nach Nienburg. Und da sehen wir den Preis für das Flex-Preisticket erste Klasse, 37,25 € mit Abzug von 25% Bahncard 25. Ist euch eigentlich der Boden aufgefallen? Das ist Intercity 1 Teppich. Intercity 1 ist für mich der absolute Partyzug, weil er 6er-Abteile in der ersten Klasse hat. Da habe ich auch ein schönes Video gemacht von Sylt nach Bremen in der ersten Klasse. Da sich unsere Zugfahrt schon sehr schnell dem Ende nähert, mache ich einfach noch mal einen kleinen Überblick. Jetzt gehe ich mal hier links rum. Da ist die Garderobe in der Mitte. Richtig cool.
Und hier geht es nochmal weiter. Da sind die Dreier-Airline-Sitze. Und sie haben die Gardinen drin gelassen. Bei den Airline-Sitzen gibt es auch noch Personentrenner für mehr Privatsphäre. Dort hinten seht ihr schon unser Ziel, den Hauptbahnhof Hannover. Wir haben aber leider noch kein Gleis. Mal gucken, wie lange wir noch stehen müssen. Aber da sehen wir noch einen schönen ICE 1. Mit der fahren wir nachher. Das ist der Transdev Stadler Flirt 3XL. Das wird nachher unsere S2. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und los geht's. Einfahrt in Hannover Hauptbahnhof. Ihr habt es ja gerade gehört. Mach's gut, schöner N-Wagen. Das hat viel Spaß gemacht. Und jetzt gehe ich loungen. Da oben ist die DB Premium Lounge. Links, wenn man durch den Haupteingang in den Bahnhof kommt. Und los, auf zur DB Premium Lounge. Diese schöne Treppe müsst ihr hochgehen. Und da seht ihr schon das Zeichen. Lounge. Und wir gehen hier links rein. Da ist sie. Immer Ticket vorzeigen. Ich gehe auf den Balkon. So Halbbalkon. Da sind schon ein paar Sitze. Und den Platz nehme ich mir. Und von hier aus sehe ich gleich eine Anzeigetafel. Wir sehen, heute ist ganz schön viel rot. Und dort ist die Treppe, von der wir gerade gekommen sind. Wenn wir hier links hingehen, dann finden wir noch die Privatsphäre-Sitze. Hier, da hat man seine Ruhe. Und es gibt überall auch Steckdosen, sogar mit USB. Jetzt habe ich aber Hunger. Mal gucken, was es zu essen gibt. So, liebe Leute, jetzt gibt es Mittagessen. Kartoffelsuppe mit Speck und ein Schinkensandwich und ein veganes Getränk. Prosit auf ein angenehmes Warten. Eigentlich wollte ich ein frisch gezapftes veganes Getränk haben, aber leider ist gerade das Fass leer. Ich zeige euch jetzt mal den Ausblick. Hier seht ihr schon mal ein paar Sitzplätze. So gemütlich sind die. Noch eine Anzeigetafel. Und da ist der Ernst-August-Platz. Da hinten seht ihr ihn. Die Statue. Das heutige Menü. Ich habe den Kartoffeleintopf genommen und das Sandwich. War wunderbar. Frisch gezapfte Getränke gibt es auch. Trinkgeld, Kaffee, Milch, Früchte, Brezeln, super Schokobällchen und Saft. Und da sehen wir die große Anzeigetafel in der Haupthalle. Ich habe mir jetzt noch einen kleinen Nachtisch geholt. Es sind super Schokobällchen. Sie sind ganz weich und sehr angenehm. Ich muss reinbeißen, damit ich euch zeige, wie weich sie sind. Oh, sie sind so super. Ich genieße das sehr. Hier in der DB Premium Lounge in Hannover sind 2 Damen gerade tätig und beide sind unglaublich super freundlich. Die eine Dame zapft mir gerade ein veganes Getränk und bringt mir noch einen Kaffee. Die sind super freundlich. Also die DB Premium Lounge in Hannover kann ich wärmstens empfehlen. Hier kehre ich gerne ein. Und das ist meine Lieferung. Ein Latte Macchiato, der wunderschön aussieht, und ein veganes Getränk. Ich war jetzt knapp 2 Stunden hier und jetzt kann ich wieder in die Kälte gehen, weil ich bin gut aufgewärmt. Auf geht's zur S2 in Richtung Nienburg, weil das wird jetzt nämlich die reguläre S-Bahn sein von Transdev. Ja, da kommt die S2. Das ist die aktuelle S-Bahn. Stadler Flirt 3XL. Grüß dich. Ach, die erste Klasse ist gleich vorne. Schön. Und hinein. Erste Klasse. Wunderbar. Schöne Ruhe. Und so sieht es hier aus. Da hinten ist eine schöne Anzeigetafel. Ab in Richtung Nienburg. 2 Viererplätze. 2 Zweierplätze. Klapp. Gibt es noch einen Mitteltrenner? Ja.
Einen Mitteltrenner gibt es auch. Aber ihr seht ja, ich habe hier alles für mich alleine. Wenn ihr hier in die erste Klasse kommt, achtet bitte auf die Stufe. Hier, gefährlich. Da bin ich schon einmal hängen geblieben. Und da haben wir einen schönen Tisch mit Mülleimer, aber leider keine Getränkebecher-Abstellmöglichkeiten. Also unsere Getränke werden rutschen. Und hier seht ihr erste Klasse. Da ist er, der Stadlersitz. Mir ist noch ein bisschen kalt vom Bahnsteig, aber vielleicht kriegen wir den Sitzbreitetest trotzdem hin. Da ist der Sitz zu Ende. Also mit Winterjacke ragt man rüber, aber er ist sehr bequem und sogar medium weich. Also nicht so weich wie in der TRI ersten Klasse, aber dennoch sehr angenehm. Vor allen Dingen hier, die Kopfstütze ist gut. Wir können in der modernen Flirt 3XL S-Bahn sogar auf Featuresuche gehen, weil da ist nämlich schon die Steckdose. Die S-Bahn bietet sogar Wi-Fi. Dann melden wir uns doch mal an. Okay, normalerweise funktioniert das WLAN, aber heute wohl nicht. Nein, heute gibt es leider kein WLAN. Hier sind noch ein paar schöne Symbole. Wir sehen, ich sitze in der ersten Klasse. Rauchen ist verboten, Alkohol trinken ist verboten. Hier wird alles kameraüberwacht und WLAN gibt es. Ja, aber mit dem WLAN können wir uns leider nicht verbinden gerade. Und dann sehen wir, wir haben oben noch eine Gepäckablage und eine schöne durchgängige LED-Beleuchtung. Mit warmweißem Licht. Wisst ihr eigentlich, wofür die Abkürzung FLIRT steht? Es heißt flinker, leichter Regionaltriebzug. Man merkt aber auch, dass der wirklich flink ist. Der beschleunigt schnell und der bremst schnell. Also macht schon Spaß wahrscheinlich für den Triebwagenführer. Die Höchstgeschwindigkeit von unserem kleinen Stadler Flirt 3XL beträgt 160 km/h. Ich schaue mal, ob wir heute 160 km/h fahren werden. Wir sehen hier, dass wir uns gerade auf der 200 km/h Strecke befinden und dann bis nach Neustadt sind es 160 km/h. Sollte passen. Nein, wie schade. Wir können nicht per GPS die Geschwindigkeit tracken. Wir erreichen nun Wunstorf. So stark bzw. so schnell bremst unsere kleine S-Bahn. Genießen wir nun die Beschleunigung. Herzlich willkommen in der S2 nach Nienburg über Neustadt am Rügenberge. Nächster Halt Hoggenhagen. Wunstorf ist durchaus gut angebunden. Von hier aus fahren sogar die Westfalenbahn nach Bielefeld und ein Regionalexpress nach Norddeich-Mohle oder Bremerhaven. Ja, die Beschleunigung ist schon ordentlich. Gefühlt haben wir jetzt unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Auf diesem Streckenabschnitt ist 160 km/h erlaubt. Nächster Halt Hoggenhagen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ihr seht, wie verdreckt die Scheibe ist, aber ein bisschen rausgucken muss sein. Und wir bremsen hart ab. Ich finde ja den Sound der S-Bahn so angenehm. Hört ihr das? So ein leises Surren. Richtig angenehm. Wir horchen gleich nochmal beim Beschleunigen rein. Genießen wir das Surren. Hoggenhagen. Und leider ist der nächste Bahnhof schon meine Endstation. Da gehen wir gleich raus, durch die erste Klasse-Tür. Falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied auf meinem Kanal. Dann seht ihr dieses Video schon 2 Wochen später, nachdem ich es aufgenommen habe. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und so sehen die zweite Klasse Sitze aus. Auch nicht verkehrt.
die haben sogar auch einen Trenner. Mehr Privatsphäre. Ein Fahrradabteil gibt es sogar auch. Und hinaus. Oh, hier. Sogar mit Rollstuhlrampe. Richtig gut. Da sehen wir es nochmal. S2, Nienburg-Weser. Sehen wir nochmal die Front. Ah, wird knapp. Na, kriegen wir sie drauf? Nee, leider nicht. 3427 ist die Baureihe. Mach's gut, liebe S2. Das war eine schöne Fahrt. Das war ein toller Zugfahrtag. Also ich hatte super viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch mit dem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.